Immer wenn ich meine Nase schnaube, dann muss ich irgendwas machen. Der geht aber langsam. Kann er rennen? Ja. Hä? Ach, da hinten geht's weiter. Vielleicht sollte ich doch nicht rennen, vielleicht sollte ich es langsam machen. Ich weiß ja nicht, Tobi ist bestimmt auch schon ein bisschen was älter. Hui, Frischluft. Das war auch ein schöner Garten. Dadam, 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 Bonanza. The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. Genau, so und jetzt geht's hier weiter. Holmes, komm mit. Ich habe eine neue Spur. Ich bin taub wie die Schnüffelnase. Uff, uff. The scent leads to the well. I should check it. Und Tobi geht jetzt richtig ab, ey. Der hat Blut geleckt, der Hund. The intruder's trail is lost behind this wall. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Ich will mir auf jeden Fall erstmal den Schuppen hier angucken. Weil warum rennen die zu einem Schuppen? This hook might be useful. Mhm. Small gardening tools, nothing of great interest. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. Bags of seed. Some empty bags were recently moved. Okay, wir haben Haken. Dann ist Tobi hier hinten zum Brunnen gerannt. There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? Silverware. This is hardly a coincidence. Ja, moin. The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. Aber warum? Also, wenn es die Randall-Gang gewesen wäre. Oh, da. Der Einbruch könnte lediglich inszeniert gewesen sein, um eine Erklärung für den Tod von Sir Eustace zu liefern. Das versteckte Silberbesteck sollte dabei nicht gefunden werden. So sieht's aus. Wurde von derjenigen Person getötet, die in der Tatnacht zu Besuch in Abbey Grange war. Diese Person hat auch Lady Brackenstall an den Stuhl gefesselt. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um einen Mann, der groß und kräftig ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass das... Also, kann ich mir nicht vorstellen. So, wir haben das Silberbesteck und wir müssen... Könnte noch korrespondierender Täter... Ach, das hatten wir jetzt, ne? Jetzt müssen wir erstmal erfragen, was es mit diesem Besteck auf sich hat. Warum das Besteck da draußen rumliegt. Strahd.
Guten Tag. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Your ladyship? Tja. Fragen, Silberbesteck. Ich habe das aber immer noch drin stehen. We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. Interessiert es sonst keinen, dass wir das Silberbesteck gefunden haben? Lestrade. Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place, or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Ich glaube halt immer noch, dass es inszeniert ist, ne? So. Wo habe ich denn... Wo ist mein Hund? Ich habe so ein bisschen... ein bisschen das Gefühl, ich habe hier irgendwas vergessen. Warum ist er denn aufgestanden? Holmes, don't look at me like that. I don't know what to think about all this. Okay. Ich fahre jetzt mal kurz zur Baker Street zurück, weil ich glaube, hier ist jetzt soweit nichts. Guck mal, das ist Toby. So ein Feini. Oh, so ein Feiner. Jo, bist du ein Feiner. Oh, so ein Feiner. Mal gucken, ob ich das irgendwie... Ach, guck mal hier. Seil Let untersuchen. us see how the rope was cut. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. Nee, das kann es nicht The sein. fibers from this cut appear to be different. If I cut the rope with a knife, it matches the original. Also, verknotetes Seil, ein scharfes Messer. Das Glockenseil wurde mit einem scharfen Messer abgeschnitten und mit Seemannsknoten verknotet. Das könnte darauf hinweisen, dass der Täter Seemann ist oder war. Die Person, die in der Tat nach zu Besuch in Abbey Grange war, ist oder war wahrscheinlich ein Seemann. So sieht's aus. Katze, kannst du mich loslassen? Ich muss die Escape-Taste drücken. Hallo? Lass du mich los? Danke. Und jetzt beißen oder was? Du bist eine Knalltüte. So. Suchen nach möglichen tatverdächtigen Seemännern. Okay. Und so ein feiner Toby. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Kann ich's nicht? Steht aber auf 24/7 da, ne? Die tut mir auch ein bisschen leid. What should we do next, Holmes? Ich muss nach einem Seemann suchen. Habe ich hier noch irgendwas? Im Archiv. Im Archive. Okay, wir gehen ins Archive. Ökonomie. Technik.
Ich glaube, hier ist es nicht. 1883. 1893. Hier. Da haben wir es. Das können wir uns ja gleich durchlesen. Ankunft der Rock of Gibraltar. Ein Schiff kehrt zurück. Die Rock of Gibraltar, ein Frachtschiff der Reederei Adelaide Southampton London Line, 100 Building, James Street, London, ist nach einer 6-monatigen Reise zurückgekehrt, die sie nach Indien, Neuseeland und Australien geführt hat. An Bord des Schiffs reiste auch Miss Mary Fraser nach England, die Erbin der Familie Fraser, die Ländereien und Zinnbergwerke in Australien besitzt. Diese wunderhübsche junge Dame ist mit Sir Eustache Brackenstall verlobt, einem der wohlhabendsten Gentlemen in Kent. The shipping company, the Adelaide Southampton London Line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. Wunderschönen guten Morgen, Dylan. Jetzt muss ich mal ganz kurz raustappen. Sherlock Holmes und Dr. Watson gehen campen. Nachdem sie ihr Zelt aufgebaut haben, gehen sie früh schlafen. In der Nacht wacht Holmes auf und weckt seinen Assistenten Watson, sagt er. Öffnen Sie die Augen und schauen Sie hinauf zum Himmel. Was sehen Sie? Watson antwortet schlaftrunken. Ich sehe Sterne, unendlich viele Sterne. Und was sagt Ihnen das, Watson? Fragt Holmes. Watson denkt kurz nach. Das sagt mir, dass dort draußen unzählige Galaxien und tausende Planeten sind. Ich nehme deshalb an, dass eine Menge gegen die Theorie spricht. Wir wären allein im Universum. Und was sagt Ihnen das, Holmes? Watson, wir sind ein Narr. Mir sagt es, dass jemand unser Zelt gestohlen hat. Wunderschönen guten Morgen, Herzchen. Ich hoffe, dir geht's gut. So. Für Wiggins. Wir müssen Wiggins ist draußen. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893, and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Hallo, du puscheliges Holmes-Monster. Na, wie geht's dir? Wo hat er denn das jetzt hingelegt? Auf welchen Tisch? Auf den? This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide Southampton London Line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. Okay. Ich kann jetzt hier durchblättern, ja? Das ist die Liste von dem Schiff. Right? Right. Also, left. Und jetzt muss ich hier durchgucken. Henry. Hier. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Achso, hier. Ernest Woods This auch nicht. officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Also muss ich hier nach der Ankunft gucken, ne? Toter März 1895. Warte mal, Abfahrt in Australien, 16. März und Ankunft in London.
This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Ah, hier, 7. November. Abfahrt. Hier. Check. Hallo? Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Also ich muss eh alle durchgucken. Ja, moin. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Genau. William. Wenn William sagt, dass wir könnten ihn nochmal zurückbringen. Ich will gar nicht wissen. Ich will gar nicht wissen, wie er das angestellt hat. Bartlett. Den gibt's hier gar nicht. Doch hier. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Also ist es nur... Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. So fällt sie gleich runter. So, jetzt haben wir das einmal. Jetzt müssen wir bestellen Sie Captain Crocker ein, um ihn zur Rede zu stellen. Okay. This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Wunderschönen guten Morgen, Steppe. Hallo. Na, hast du gut geschlafen? Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. So, erstmal mustern wir ihn und, also, ne? Erstmal angucken. Klarer Ausdruck, ist ehrlich. Gut geschlafen, das freut mich. Hast du schon gefrühstückt? Ehrlich? Das habe ich schon. Keine Nasenhaare. Kräftiger Körperbau. Das würde passen. Aber ich muss die ganze Zeit niesen. Ich glaube, ich muss die Katze gleich mal raus. Zeitungstinte. Hey. Ich habe auch gut geschlafen. Ein bisschen zu kurz. Saubere Stiefel. Ja. Hat aber Dreck an der Hose. Matrosenmesser. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her, from when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then? Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole.
At night. It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. Wir haben das jetzt schon? Okay. Noch nicht Kaffee habe ich hier, aber bin ein bisschen im Landwirtschaftssimulator versunken. Und da denkt man sich so, das mache ich nun. Ja, da bin ich noch nicht zum Frühstücken machen gekommen. Aber Kaffee ist auch erstmal schon mal ein guter Anfang, ne? Und du am Kriminelle überführen. Ich hoffe, viel Beweise haben wir jetzt nicht. Er erschien sofort, als er gehört hatte, dass ich nach ihm suche. Das deutet auf seine Schuld hin. Oh, das ist der Fall schon? Das ist... Naja, gut, wir können es ihm aber irgendwo nicht nachweisen, ne? Das ist jetzt... Also das Problem ist jetzt gerade, was ich habe, was ich jetzt auch sehe. Oh, entschuldigt meine Nase. Die struggelt gerade wieder wie Sau. Also ich glaube, einerseits... Also einerseits glaube ich nicht, dass es die Bande war. Ne, weil warum? Die hätten das Silberbesteck mitgenommen. Ja, Katze, ist okay, das sind meine. Also, auffällig war, dass wir die Weingläser hatten. Das waren 2, aus denen getrunken wurde, wo kein Weinstein drin war. Aber ein drittes Glas noch stand, wo ein Weinstein drin war. Wie gesagt, der Einbruch, ja, aber das Silber wurde dann im Brunnen versteckt. Was hätten denn die Randalls machen sollen? Wisst ihr, was ich meine? Also dann hätten die ja wieder zurückkommen müssen, hätten zum Brunnen, hätten sich das Besteck geholt. Das wäre ja viel zu gefährlich gewesen. Also denke ich mal, es ist ein inszenierter Einbruch. Dadurch, dass die Weingläser, ne, die 2 Weingläser plus das dritte genommen haben, haben die als Sündenböcke. Deswegen lag ja auch die Times. Ne? Er wurde mit dem Schürhaken geschlagen, auf jeden Fall. Häusliche Gewalt, das ist ja verständlich. Seemannshintergrund, ja. Und ich glaube, der Captain ist der Täter. Eustache wurde von der Person getötet, die zu Besuch war. Er ist groß gewachsen und wendig, sowie ein hochrangiger Seemann. Was machen wir nun? Keine Gnade oder Gnade? Ich meine, es geht darum, dass ein Mann seine Frau häuslicher Gewalt ne? Also. Aber eigentlich. Das ist kein Grund für einen Mord, meiner Meinung nach. Also, der Captain hätte viel mehr machen können. Sie einfach wegholen, sie aufs Schiff holen und dann mit ihr wegfahren können. Aber das ist ja immer noch nicht, das rechtfertigt ja keinen Mord. Ne, dass der Eustache Idiot ist oder war,
Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Keine Gnade. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife, the knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear, and it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. You should have let me die. How can I live if Mary suffers? I am sorry, Captain Crocker, but there has been quite enough death in this case. Inspector, I give you Sir Eustace's killer. He tried his best to perform his own justice. Well, I'm not surprised. Yes, it was me. I confess. Here is a piece of evidence that can be used in court. Perfect. A case that went smoothly for once. Ich bin ein bisschen überrascht. Das ging jetzt verdammt schnell, ne? So, Eustace wurde von Captain Jack Crocker getötet, der an dem Abend Lady Brackenstall besuchte. Dann versuchten sie, das Ganze wie ein Einbruch der Randall-Bande aussehen zu lassen. Crocker schnitt mit seinem Matrosenmesser das Glockenseil ab und fesselte die Lady damit. Danach versteckte er das Silberbesteck im Brunnen. Er hat ein brutales Verbrechen begangen und die gerechte Strafe dafür bekommen. Yes, wir haben auch alle Hinweise gefunden. Nice. Keine Gnade für Crocker.